Heute stelle ich euch ein Bike aus einer ganz besonderen Manufaktur vor. Das ist ein Ruffian von Rough-Cycle, ein deutscher Hersteller. Und hier reden wir über ein Rad, was an sich komplett in Deutschland gefertigt wird. Also das Besondere ist natürlich der Style. Hier haben wir ein E-Bike im Sinne eines Shoppers, einer Harley schon fast von der Sitzposition, das sehen wir gleich. Wir sind aber auch technisch auf dem aktuell neuesten Stand. Was heißt das? Wir haben eine stufenlose No-Vinci-Schaltung an Bord, die ist bezüglich Verschleiß und Wartung komplett problemlos. Wir haben einen Gates Carbonriemen, hier natürlich in der extra langen Version verbaut. Auch das ist bezüglich Wartung und Pflege und Verschleiß sehr, sehr unkompliziert und bedeutet natürlich auch hier aufgrund der Sitzposition, dass ich mir nicht sofort das Hosenbein dreckig mache, denn der Riemen, der läuft natürlich komplett trocken. Befeuert wird das Ganze von einem Bosch Performance CX Motor, also der stärksten Variante. Wir reden hier über ein Rad, was jenseits der 30 Kilogramm ist. Da brauchen wir also ein bisschen Energie, damit wir auch vom Fleck kommen. Dementsprechend haben wir dann auch den größten Akku an Bord, nämlich den 500 Wattstunden Akku von Bosch. Der ist hier wunderbar verbaut im Tankdesign von dem Rad. Der ist von unten zugänglich. Wir können hier unser Ladekabel anschließen und können das Rad so jederzeit aufladen. Customizing heißt also nicht nur die Farben hier auszuwählen und die Gestaltungsmöglichkeiten ein bisschen auszukosten. Customizing heißt auch, ich kann hier zum Beispiel auch einen anderen Lenker dran bauen. Hier haben wir jetzt die Z-Bar drauf. Das ist eine sehr flache, eine sehr sportliche Haltung. Ich kann hier aber auch eine Wingbar anbauen, sodass ich komfortabler und aufrechter sitze. Das Ganze ist natürlich reine Geschmackssache, aber passend tut das soweit alles. Das Cockpit ist aufgeräumt, da haben wir nur die ganz normalen Komponenten dran. Also einmal hier den No-Vinci Drehgriff, der nach vorne die Stufen verkleinert, nach hinten vergrößert. In der Mitte schön zentral sitzt das Bosch-Display in Tuvia und an der linken Seite haben wir dementsprechend die Steuereinheit von Bosch-System, um die Unterstützungsstufen hoch und runter zu regeln. Dämpfung kriege ich über zwei Sachen auf diesem Rad. Zum einen über den breiten Ledersattel, der hier in einer Federung aufgehängt ist, aber auf der anderen Seite natürlich dann auch über die Reifen. Das sind 26 Zoll Räder mit 3 Zoll Reifen drauf. Hier kann ich über den Luftdruck der Reifen dann dementsprechend auch die Dämpfung variieren. Die Sitzposition ist natürlich eine ganz andere. Wir sitzen hier, wie gesagt, eher wie im Harley-Style auf einem Shopper, ein bisschen mehr nach vorne gebeugt. Wobei das Extremste natürlich die Lage des Beins ist. Wir haben also hier einen deutlichen Versatz von der Sitzposition zum Pedal nach vorne. Wir können aber der Größe entsprechend auch den Sattel nach hinten und nach vorne schieben, um das dann an den Fahrer anzupassen. Das Rad ist natürlich der Hingucker, also ein Eyecatcher, den der Nachbar nicht in der Garage stehen hat und aufgrund der Gestaltungsmöglichkeit eine ganz neue Dimension beim E-Bike. Wenn euch das Rad gefällt, schaut bei uns auf die Homepage und abonniert den Channel, damit ihr auch weiterhin wieder gut informiert seid.